Als mich die liebe Julia vor einiger Zeit gefragt hat, ob ich nicht mal eine Himmelstorte machen kann, hatte ich ehrlich gesagt bis dahin noch nie etwas von so einer Torte gehört. Ich habe dann mal meine Schwester gefragt und die Sahnetortenqueen kannte die Torte natürlich und war auch so nett, mir ihr Rezept zuzuschicken. Und das probiere ich hier heute quasi live zum ersten Mal aus und bin schon sehr gespannt, ob die Himmelstorte auch so schmeckt, wie ihr Name vermuten lässt. Als erstes machen wir natürlich den Tortenboden und dafür brauchen wir 100 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, eine Prise Salz, die Eigelbe von 5 mittelgroßen Eiern, 150 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. Erst die Butter mit dem Zucker, Vanillinzucker und einer Prise Salz schaumig rühren und währenddessen kannst du schon mal die Eier trennen und die Eigelbe nach und nach zu der Buttermischung geben. Dann das Backpulver mit dem Mehl mischen und auf Stufe 1 ganz kurz unterheben, bis kein Mehl mehr zu sehen ist. Aus diesem Teig müssen wir jetzt 2 Tortenböden machen. Ich backe die nacheinander in derselben Form, aber wenn du 2 Backformen hast, kannst du sie natürlich auch gleichzeitig backen. Und wenn deine Torte nicht unbedingt rund sein muss, dann kannst du den Teig auch einfach auf ein Backblech streichen und nach dem Backen in 2 teilen. Ich stelle das jetzt mal kurz beiseite und dann zeige ich euch mal die Zutaten für das Baiser. Und zwar nehmen wir dafür die Eiweiße von 5 mittelgroßen Eiern, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, ein Teelöffel Zitronensaft, ein Teelöffel Speisestärke und 75 Gramm gehobelte Mandeln. Einfach alle Zutaten bis auf die Mandeln zusammen aufschlagen, bis eine feste Masse entsteht. Die Hälfte der Baisermasse auf dem vorbereiteten Tortenboden verteilen, mit Mandelblättchen bestreuen und bei 160 Grad heiß oder Ofenluft ungefähr 20 bis 30 Minuten backen. Den ersten Boden muss ich natürlich sofort rausholen, weil ich die Form ja noch brauche. Bitte vorsichtig anheben, damit das Baiser nicht zerbricht. Den zweiten Boden backe ich auf die gleiche Weise. Ich habe gerade festgestellt, dass mein Sohn die Himbeeren, die ich für die Torte verwenden wollte, leider schon weggenascht hat. Deshalb lasse ich die Tortenböden jetzt erst einmal so stehen und mache morgen weiter. So, die Tortenböden hatte ich über Nacht einfach nur mit Küchentüchern abgedeckt. Sieht aber so aus, als ob alles noch in Ordnung ist. Den schöneren Boden schneide ich schon mal in Stücke, dann kann man die Torte ganz einfach schneiden, ohne dass die Creme herausquillt. Den zweiten Tortenboden lege ich als Ganzes auf eine Tortenplatte und zwar so, dass die Seite mit dem Baiser nach unten zeigt. Auf diese Weise kommt das Baiser nicht direkt mit der Füllung in Berührung. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du die Himmelstorte einen Tag vorher machst. Um den Tortenboden kommt jetzt der Ring der Springform und auf die Innenseite noch eine Tortenfolie. So, nachdem das soweit vorbereitet ist, können wir dann endlich die Fruchtfüllung machen. Und zwar brauchen wir dafür 300 Gramm Himbeeren. Ich nehme da die gefrorenen, weil sie immer verfügbar sind. 2 Esslöffel Zucker, 3 Esslöffel Wasser und zum Andicken könnt ihr entweder nach Geschmack Puddingpulver oder wie hier Tortenguss verwenden. Meine Schwester macht diese Torte wohl meistens mit eingekochten Stachelbeeren. Du kannst aber auch angedickte Sauerkirschen, Rhabarber oder einfach frische Beeren verwenden. Erst den Tortenguss mit dem Zucker und dem Wasser glatt rühren, dann die gefrorenen Himbeeren zugeben und vorsichtig unter Rühren aufkochen, bis die Flüssigkeit andickt. Wenn dir meine Rezepte gefallen, dann kannst du meinen Kanal ganz einfach und kostenlos unterstützen, indem du diesem Video ein Like gibst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Bevor wir weitermachen, muss die Himbeerschicht jetzt aber auf jeden Fall abkühlen, weil wenn wir da jetzt die Creme drauf tun, wird sie natürlich schmelzen und das wollen wir ja nicht. In der Zwischenzeit können wir aber schon mal die Mascarpone-Creme vorbereiten. Für die Creme brauchen wir 500 Gramm kalte Schlagsahne, 125 Gramm kalte Mascarpone,
2 Päckchen Vanillinzucker und 2 Päckchen Sahnesteif. Damit die Creme nicht gerinnt, müssen hier die Schlagsahne und die Mascarpone unbedingt gut gekühlt sein. Wer mag, kann den Mascarpone aber auch ganz weglassen oder durch Schmand oder Quark ersetzen. Mit Mascarpone wird die Creme halt ein bisschen fester. Die Mascarpone rühre ich erstmal mit dem Vanillinzucker glatt. Dann gebe ich die Schlagsahne dazu und während des Aufschlagens lasse ich den Sahnesteif einrieseln. Von der Creme nehme ich jetzt so ungefähr 100 Gramm für die Deko ab und den Rest verteile ich auf den Tortenboden. Mit der zurückbehaltenen Creme kannst du so kleine Tupfer auf die Torte spritzen, die dienen dann als Stütze für die Tortenbodenstücke. Ich stelle die Torte jetzt für ungefähr eine Stunde in den Kühlschrank und danach zeige ich euch wie immer noch den Anschnitt. Na, wie findet ihr die Torte? Und jetzt kommt noch mein Fazit. Geschmacklich finde ich die Himmelstorte richtig gut. Vor allem gefällt mir die Kombi aus säuerlichen Früchten, der Creme und dem knackigen Baiser. In Zukunft würde ich die Zuckermenge für den Tortenboden aber deutlich reduzieren, weil die Baiser-Schicht schon süß genug ist. Die Teigmenge ist zwar ein bisschen gering, aber zusammen mit der Baiser-Schicht ist der Tortenboden für meinen Geschmack hoch genug. Wenn du aber ein bisschen mehr Teig haben willst, kannst du zusätzlich noch ein ganzes Ei und 1 bis 2 Esslöffel Milch in den Teig geben. Ich hoffe, dieses Rezept hat dir gefallen und wünsche dir schon mal viel Spaß beim Nachbacken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!